Der 13.11.2013. Heute Abend soll unsere Elbphilharmonie eröffnet werden. Soweit der Plan. Und doch musste vor der Veranstaltung noch einiges getan werden. Die Modellbauer und Elektroniker haben alle Knopfdruckaktionen getestet und Schaltkreise überprüft. Wichtig war vor allem, dass der Öffnungsmechanismus später reibungslos funktioniert. Währenddessen installierte das Team der Live-Übertragung alle Kameras und richtete ihren Regieraum ein. Von dort werden später die Feierlichkeiten per Stream zu sehen sein. Gerade fertig mit den Vorbereitungen trafen gegen 17 Uhr die ersten Journalisten und Kamerateams ein. Sie nutzten die verbleibenden Stunden für eigene Aufnahmen der Hafen City und Elbphilharmonie. Um 19 Uhr begann dann der erste Teil der Eröffnungszeremonie. Die NDR-Philharmoniker spielten im Kehrwieder Theater gleich um die Ecke ein kurzes Klassikkonzert. So wurden die Besucher schon einmal darauf eingestimmt, was sie später in der großen Elbphilharmonie erwartet. In einem Übertragungswagen lieferte der NDR eine besonders hochwertige Abmischung der Aufführung. Alle Aufnahmen gingen dann eilig zu unserer Streamregie ins Wunderland. Sie warteten schon aufgeregt, dass oben auf der Anlage alle Besucher, Prominenten und Journalisten auf ihren Plätzen sind. Jetzt musste nur noch ein wichtiger Knopf gedrückt werden und die Veranstaltung ging online. Oben betraten Gerrit und Frederik die Anlage und gaben damit das Zeichen zum Start. Nun konnte sich zeigen, ob all die umfangreichen Vorbereitungen sich bezahlt machten. Für alle vor der Kamera galt es aber erstmal, ihre Freude kundzutun. Freude, dass Hamburg endlich seine Elbphilharmonie hat. Kultursenatorin Professor Barbara Kisseler ist sichtlich erleichtert. Dieses Konzerthaus, aber dieses heute hier ganz besonders, ist ein absolut tolles Bauwerk und Sie können dazu recht stolz sein drauf. Und das wunderbare Eröffnungskonzert und der fulminante Publikumsandrang zeigen ganz deutlich, dass die Vorfreude auf die Elbphilharmonie in realer Größe steigt. Bei den großen Vorhaben sollte man sich öfter mal an den gelungenen kleinen orientieren. Das hilft ungemein. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Nach einer letzten Ansprache von Gerrit wurde die Miniatur-Elbphilharmonie dann mit einem Feuerwerk feierlich eröffnet. Der Livestream zeigte das Konzert, das alle Wunderland- und Klassikfans nun auch von zu Hause genießen konnten. Dazu gab es schöne Bilder des fertigen Konzertsaals und des Gebäudes in einer halbstündigen Vorführung. Bis zu 11.000 Zuschauer verfolgten via Stream gleichzeitig das Geschehen. Generalintendant Lieben Seuter war beeindruckt. Es ist unglaublich, mit welchen Details man sich hier befasst hat. Die vielen kleinen, auch humoristischen Szenen zum Teil. Das ist auch ein Geist, der mir sehr gut gefällt und der auch ein bisschen auf die große Elbphilharmonie ausstrahlen kann. Wir konnten hier ganz wunderbar eine Eröffnung üben und ich sehe jetzt mit Zuversicht in die Zukunft, wo wir natürlich das Gleiche in einer ähnlichen Dimension und Größe auch machen werden. Ausklingen ließen alle Anwesenden dann den Abend bei einer kulinarischen Rundreise durch das Wunderland. Spezialitäten passend zu den jeweiligen Abschnitten luden zum Verweilen und Beobachten ein. Ein krönender Abschluss für eine gelungene Eröffnungsfeier.